Den folgenden Typen, der einen Award hier bei den FanFu Awards der Backfield Boys präsentieren darf, der nutzt den Hashtag FanFu für Fantasy Football auch sehr, sehr, sehr viel. Er war nämlich sogar mal in Deutschland Good Friend of the Show, auf Deutsch ein guter Freund dieser Sendung. Mitchell Renz. Vor der Saison hat er ausführlich mit uns über Fantasy Football gequatscht, hat er so ein paar Tipps uns mitgeben wollen. Wir sind auch einem seiner Tipps gefolgt. Wir waren beim Uruk in Cologne. In Köln. War sehr, sehr lecker, sehr, sehr teuer für einen Dönerladen, aber da hast du natürlich auch massiv bekommen. Ne? Also ordentlich haben sie da geliefert. Kann man definitiv mal machen, wenn man Bock auf einen Döner hat. Inzwischen ist Mitchell Renz extrem aufgestiegen im Fantasy-Football-Kosmos in den USA. Senior Writer und Host bei Chat Sports sowie Head Writer bei Gridiron Experts und Writer bei Fantasy Pros. Immer noch mit dem PhD in Fantasy Football, PhD in Fantasy Football. Und ihr erreicht ihn natürlich weiterhin auf Twitter @MitchellRenz365. Ich denke mal, ganz, ganz viele Leute, die uns folgen da auch Mitchell. Mitchell Renz jetzt mit seinem Stinker des Jahres. Mitchell, it's your turn. Hey guys, my name is Mitchell Renz. Please follow me on Twitter @MitchellRenz365. As you guys can see, I'm repping my Germany shirt. I did live there for 1 year. I lived in the city of Cologne, so shout out to Cologne. Awesome time there. And while I was there, I got to play baseball for the Bundesliga, for the Cologne Cardinals. So shout out to my Cologne Cardinals. Miss you guys very much. Now, though, I actually have the opportunity where I can do fantasy football full time. So please, again, follow me on Twitter @MitchellRenz365. I get paid by that company up there, Chat Sports. Please give them a follow @Chat Sports as well. And I just want to say thank you to the Backfield Boys for having me on. Love you guys. You guys produce awesome content out of Germany. I'm talking about my bust of the year. Probably my biggest bust of the year is running back Mike Gillislee of the Patriots. I should not have trusted a Patriots running back, and unfortunately, he was one of the guys who I thought was going to do really well. When he joined the Patriots, I mean, we think about a team who gets a lot of first downs, gets a lot of goal line touches. Mike Gillislee in 2016 was the best running back for those two statistical categories, and, well, I was foolish enough to think that they were going to give him the ball. For that, he's my biggest running back bust. My biggest wide receiver bust is wide receiver Amari Cooper. He was a guy who his first 2 seasons had over 1,000 yards and over 70 catches. Only 6 wide receivers in NFL history have ever done that. Third year is the breakout year for a lot of wide receivers. And with Derek Carr, this offense, I thought it was all going to start to click. Unfortunately, that didn't happen. The Oakland Raiders were, we'll say, a black hole on offense, and that really killed Amari Cooper and his owners. So, guys, for busts, try not to get any in 2018. Make sure you follow me on Twitter @MitchellRenz365. Follow my stuff at Chat Sports. Please follow all my writing and articles that I do at Gridiron Experts. I will have a podcast called the Empire Fantasy Podcast on iTunes. Please check that out. And again, danke dir. Tschüss. Als wir damals mit Mitchell über Fantasy Football gequatscht haben, haben wir dann auch noch ein bisschen off-Kamera natürlich geredet, ne? Und ich habe ihm versucht, den Running Back der New England Patriots da madig zu machen. Ich habe ihm gesagt, das wird nichts. Hast du gesagt. Ja, vertraue keinem New England Patriots Running Back, denn Bill Belichick hasst Fantasy. Aber der Junge aus Boston da, Mitchell Renz, der wollte nicht auf mich hören und musste dafür jetzt ein bisschen bezahlen. Wer hat dich enttäuscht dieses Jahr im Fantasy Football noch? Also enttäuscht hat mich, sehe ich ähnlich wie Mitchell Renz, Gillislee, von dem man viel erhofft hat vor der Saison, ja, hat enttäuscht. Und Amari Cooper, gefühltmäßig hätte ich gesagt, Amari Cooper nein, aber du schaust dir dann die Stats an und sagst, hey, der hatte nur ein gutes Spiel. Der Rest war unterdurchschnittlich. Das ist richtig, ja. Ich persönlich bin enttäuscht gewesen von Mike Evans, ja. War aber auch der Verletzung von James Winston so ein bisschen geschuldet. Er ist am Ende immer noch unter den Top 20 Wide Receivern gelandet, aber ich hatte ihn deutlich weiter oben, vielleicht sogar als Nummer 1 wie im Vorjahr, zumindest Nummer 3. Das hat er dieses Jahr nicht leisten können, aber ich baue weiter auf Mike Evans. Mike Evans bleibt auch einer meiner Jungs. Ja. Gurley und Evans für immer in meinem Herzen.